Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar wollen wir heute nochmal das Thema Lego als Investition. Ist das eine gute Idee? Wohin führt das? Mein Experiment läuft ja seit, ich glaube, Mai. Und wir schauen gleich nochmal, wie sich das Ganze entwickelt hat. Zudem habe ich jetzt zum allerersten Mal das Portfolio, sage ich mal, erweitert. Und zwar habe ich zweimal das Set mit der Nummer 75966. Das ist der dieses Hogwarts-Set, das jetzt EOL geht, gekauft. Unter dem offiziellen Preis natürlich, hat mich, glaube ich, ungefähr 15 irgendwas gekostet, 36 oder so, inklusive Porto. Und die beiden wandern in das Portfolio. Einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich würde sagen, wir schauen gleich einmal Rechner, wie sich das Ganze entwickelt hat, wohin das Ganze geht. Ist das eine gute Idee? Wie gesagt, es ist ein Experiment einfach, um Leuten, die vielleicht interessiert sind, zu zeigen, wohin sowas führen kann. Bringt das wirklich was? Und ja, heute ist Zeit, mal wieder reinzuschauen. Vielleicht hat sich was getan, vielleicht auch nicht. Wir schauen einfach mal. Und hier sehen wir jetzt auch die offizielle Lego-Seite mit dem Set. Es ist das Set, offiziell heißt der Raum der Wünsche auf Schloss Hogwarts, offizieller Preis 19,99, wie ihr sehen könnt, und markiert mit Einstellung in Kürze, also EOL, also End of Life. Das heißt, das Set wird es bald nicht mehr geben. Und deshalb dachte ich, wäre das mal eine ganz gute Idee, es einfach mal so als Teil des Experiments ins Portfolio aufzunehmen. Und deshalb habe ich es zweimal gekauft für einen relativ guten Preis. Inklusive Porto, kam heute per Post an und da dachte ich mir, das machen wir doch einfach mal. Hatten ja ungefähr vor 2 Monaten das letzte Mal geschaut, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und ich schaue jetzt mal auf die Brick Economies Seite, denn die Brick Economies Seite ist eine super praktische Seite, ist keine bezahlte Werbung, sondern man kann hier seine Sets einlagern, also einlagern im Sinne von, man kann sie hier reinstellen, man muss auch nur die Nummer eingeben, was man gezahlt hat, wie oft man das Set hat und so weiter. Und dann bekommt man den aktuellen Wert nach diversen Berechnungsmethoden und auch die vermutliche Entwicklung und so weiter, alles zu sehen. Ich habe hier einen Account, habt ihr vielleicht schon im letzten Video gesehen, und ich habe jetzt meine Owned Collection, das heißt, es sind jetzt mit den beiden neuen Sets sind es 16 Stück, das sieht man hier gleich sehr schön. Es sind 9 einzigartige Sets, davon sind 6 retired inzwischen und insgesamt 4200 Teile und 29 Minifiguren. Und was ich auch sehr schön finde, ist, man sieht jetzt hier gleich den berechneten Wert. Ich habe 303,94 € insgesamt für die 16 Sets ausgegeben. Der Wert nach dem UVP wäre 374, also hier haben wir schon 70 € gespart. Und der momentane Wert sind 334,72 €. Das heißt, wir sind ganze 10% im Plus. Was ich sagen muss, ist eine gar nicht so schlechte Wertsteigerung. Und ja, wir schauen, was ich auch sehr schön finde neuerdings, und ich weiß gar nicht, ob ich es früher auch schon weiß, wenn man hier auf die Minifix klickt, kriegt man hier eine komplette Auflistung der Minifiguren, die man hat. Es sind also 29 Minifiguren in den ganzen Sets, die ich jetzt hier für dieses Experiment eingelagert habe. Davon sind 17 einzigartig und der Wert allein der Minifiguren, wenn man die einzeln verkaufen würde, momentan wäre ungefähr 66 €. Und man kann sich die hier jetzt auch sehr schön nach dem Preis sortieren und man sieht hier, der Mandalorian kostet 11,88, was wohl eine Wertsteigerung von 50% ist, und Cara Dune 10,56, eine Wertsteigerung von 145%, was wiederum das Thema angeht, das ich genannt hatte, dass ja Cara Dune wahrscheinlich nicht mehr im Mandalorian zu sehen sein wird und die Minifigur wahrscheinlich an Wert gewinnt. Und ich glaube, das ist schon der Anfang der ganzen Geschichte. Ansonsten sind jetzt hier noch ein paar andere Figuren, die sind aus Star Wars Sets, die sind, soweit ich weiß, unique in dem einen Set. Ansonsten kosten die halt ein bisschen was, jetzt nicht riesen viel. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, wie gesagt, 10% Wachstum, sieht man jetzt hier auch ganz schön die verschiedenen Sets. Den Imperial TIE Fighter hatte ich damals, glaube ich, im Mai zum Star Wars Tag bestellt. Das Ding kostet eigentlich 40 € und ihr seht, ich habe hier 23,89 bezahlt. Damals allein dadurch bin ich jetzt natürlich schon enorm im Plus. Das heißt, wenn ich jetzt mal drauf klicke, sehen wir die vermutete Preisentwicklung. Da bin ich mal gespannt. Ja, der Preis ist tatsächlich wohl durchschnittlich momentan 32,32, was gegenüber der UVP eine Verminderung von 9% ausmacht. Aber ich habe das Ding ja auch für deutlich weniger gekauft. Und deshalb ist bei mir die Preisentwicklung natürlich ein ganzes Stück besser. Ich sehe jetzt aber gerade gar nicht, wo die Wertsteigerung für mich berechnet gerade steht. Ich dachte, das hätte man früher hier gesehen.
ja, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall ein ganzes Stück gewachsen, muss man sagen. Das ist jetzt das neue Set. Das ist jetzt im Retail offiziell bei 19,99. Hat jetzt noch keinen besseren Preis. Und ich habe jetzt hier den AT-ST Rider. Auch der ist noch available als Retail-Version. Aber auch einige Sets sind inzwischen retired. Das kann man auch hier extra nochmal anschauen. Und zwar der Ferrari ist raus. Der hat jetzt schon eine Wertsteigerung wohl von 12%. Bezogen natürlich immer auf den Retail-Wert, also die 15,99. Ich habe aber 12,98 gezahlt. Das heißt, ich habe hier jetzt schon ein Wachstum von 30%. Und das entspricht ziemlich genau dem, was immer zu erwarten ist. Denn die ganzen Speed Champions erreichen eine enorme Wertsteigerung schon direkt nach ihrem End-of-Life-Punkt. Und es sind jetzt natürlich jetzt in absoluten Werten nicht so viel, aber 30% Wertsteigerung in 5 Monaten ist natürlich schon ein bisschen viel. Auch der Porsche ist um 10% gestiegen, der Dragon Dance Guy ist bei mir, den habe ich damals, das war, sagen wir mal, Fehlkauf. Ich dachte, der geht schon richtig EOL. Und damals gab es auch kaum welche zu kaufen und habe ich mir ein bisschen teurer gekauft, als er eigentlich kostet. In der Hoffnung, dass sich das lohnt, aber ja, lassen wir das mal. Und Expecto Patronum ist jetzt auch EOL, soweit ich weiß, ist momentan noch nicht gewachsen, aber ich gehe davon aus, dass die Harry Potter Sets auf jeden Fall in absehbarer Zeit enorm an Preis zunehmen werden. Eben genauso wie, muss ich jetzt alles jetzt nochmal, eben auch das neue Set, der Room of Requirements, der wird ja jetzt, wie gesagt, auch bald EOL gehen, da bin ich gespannt. Der Imperial TIE Fighter, der ist ja relativ neu, der ist dieses Jahr gekommen. Aber zu dem Preis damals für die 23,89 dachte ich, kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Und ich bin jetzt auch gespannt, wie sich das Set mit den Rentier und den Elfen hier entwickeln wird, denn das ist jetzt auch EOL und es ist hier bald Weihnachten. Ich habe die damals für 15,88 5 Stück gekauft. Der Retail-Wert war 19,99, also allein dadurch ist der natürlich schon gestiegen. Was verlangen die momentan? Naja, der ist immer noch bei 17,87 momentan. Das heißt, wir sind auf jeden Fall auch im Plus. Aber ich bin mal gespannt, denn hier ist die gerechnete Wertentwicklung. Schauen wir mal. Weil wenn ich mir ältere Sets anschaue, diese Weihnachtssets, dann sind die enorm gestiegen, vor allem zur Weihnachtszeit. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Ansonsten würde ich sagen, das war der kurze Blick auf das Thema Lego als Investition. Wie gesagt, ich mache das hier eigentlich hauptsächlich für euch, als ihr so ein bisschen mitbekommen könnt, wie sich sowas entwickeln kann. Aber sagen wir mal 10% Wachstum in ungefähr 5 Monaten mit einem Nachkauf als Portfolio ist natürlich jetzt nicht zu unterschätzen. Also ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Und dann würde ich sagen, morgen gibt es vermutlich wieder ein Update-Video, hoffe ich zumindest. Oder eins von der Baustelle, schauen wir mal. Denn da sind wir ja auch auf einem guten Weg. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen natürlich. Und wir sehen uns das nächste Mal hier auf meinem Kanal in der Brickworld. Und dann sage ich nur noch Tschüss.